Herzlich willkommen zum heutigen Interviewthema Außerhausgeschäft in der Pandemie. Heute zu Gast Gastronom Ling. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Ling, du hast ein tolles Konzept in Berlin. Erzähl mal, was machst du? Hi, ich bin Ling. Ich betreibe das Winterfeld-Restaurant in der Winterfeldstraße. Das ist in Schöneberg und bietet so 150 Sitzplätze mit Außenbereich. Wir sind eine italienische mediterrane Küche, alles so frisch zubereitet und freundliches Personal. Wir würden einfach freuen, wenn viele kommen würden. Klingt sehr gut, freundliches Personal, italienische Küche mag jeder. Welche Rolle spielt das Außerhausgeschäft für dich? Also vor der Pandemie, vor dem zweiten Lockdown, haben wir ja nur Gäste innen drin bewirtschaftet, nicht geliefert. Und durch halt die Pandemie, vor allem in dem zweiten Lockdown, haben wir einen Lieferservice aufgebaut. Da wir Innenbereiche nicht mehr nutzen durften, haben wir halt einen Plan erstellt. Und dies beinhaltet, dass wir in der Corona-Zeit halt ausliefern, um die Personal zu behalten und halt gewisse Kosten zu decken. Okay. Wurdest du durch die Pandemie aufmerksam auf Digitalisierung, dass man das machen sollte, Außerhausgeschäft, mehr Fokus darauf setzen, oder hattest du vorher schon mal daran gedacht? Nee, also auf jeden Fall in der Lockdown, in der Pandemiezeit haben wir viel mehr in die Digitalisierung Zeit investiert. Davor hatten wir nur eine Website. Jetzt haben wir eine Website, unseren eigenen Online-Shop, wo die Gäste direkt bei uns bestellen. Und Instagram und Facebook ausgebaut, weil die Gäste kamen ja nicht mehr zu uns und wir müssen halt was erreichen, damit wir die Gäste wissen, wir sind noch da und wir liefern euch dieselbe Qualität, was wir auch im Laden anbieten. Also zusammenfassend würdest du sagen, Social Media, die Internetpräsenz hast du genutzt für dich und deinen Laden, dass du einfach präsent und wiedererkennbar bist am Markt? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Wie stark hat sich das Außerhausgeschäft durch die Pandemie für euch verändert? Also in der Pandemiezeit, wie gesagt, davor hatten wir kein Liefergeschäft gehabt und jetzt ist es ein gutes Nebengeschäft. Natürlich sind die Gäste im Laden wichtiger, denn das ist ja unser Hauptgeschäft, aber nebenbei sollte es man nicht weglassen können. Es ist halt ein gutes Nebengeschäft. Und wie hast du es geschafft, dass du die Gäste darauf aufmerksam machst, dass die wissen, hey, im Restaurant Winterfeld, ich kann da auch eine leckere Pizza bestellen? Meinst du außer Hausdienst? Wir haben viele Fotoshootings gehabt, wir haben Videos gedreht, wir haben Mundpropaganda, wir haben Flyer erstellt und die wie altmodischerweise einfach verteilt. Jedes Mal, wenn wir eine Pizza ausgeliefert haben, war ein Flyer dabei. Gäste, die vorbeiliefen, haben auch einen Flyer mitgegeben. Ah, toll. Hast du da auch so mit Gutscheinen dann geworben, dass die wieder bestellen zu dir, dass sie wiederkommen? Ja, also da wir die Website halt durch Dishorder erstellt haben, was wir halt von der Metro bekamen, da haben wir halt diese 0% Provision, was wir an anderen Anbietern nicht haben. Und diese Prozente haben wir halt gut genutzt. Da ist halt Mehrwert für uns und diese Prozente haben wir dann weiter an unseren Gästen weitergegeben. Wenn sie durch unseren eigenen Online-Shop bestellen, haben sie es halt wiederbekommen. Nicht, dass wir alles aber bei uns lassen, aber so, dass die Gäste auch davon profitieren. Hat dir im Allgemeinen, du hast das Wort Dishorder, das Außerhaus-Tool erwähnt, hat dir Dishorder auch geholfen? Also ja, auf jeden Fall. Also in der, wie gesagt, Pandemie wusste keiner, was das zu tun hatte, wie man dann umgeht. Manche haben ja komplett einfach zugemacht. Und manche haben einfach versucht, wie wir, durch Lieferservice aufzubauen und dann so die Mitarbeiter zu retten quasi, dass sie nicht in den Kurzarbeiter gehen. Und da war halt der Vertreter Martin von der Metro und der hat uns halt Sören von der Dish empfohlen, auch eingeladen und er hat es uns erklärt und das war super einfach aufgebaut. Er war immer da, Präsenz, man konnte ihn jedes Mal anrufen, anstatt halt die Hotline und er kann es auch bildlicher darstellen. Und die Anmeldung war sehr günstig. Man zahlt ja ca. 50 € im Monat und hat wie gesagt 0%. Die bei uns schon öfter bestellen, kann sein von Lieferando, da zahlen wir bestimmte Provisionen.
Aber wenn das direkt bei uns ist, ist es halt besser für uns, dann zahlt man nichts. Im Endeffekt Win-Win, ne? Für dich, auch für den Kunden. Du hattest erwähnt, du gibst auch Sachen weiter. Ja. Und die Gäste wissen das auch, wie sie uns halt unterstützen. Lieber rufen sie uns an oder bestellen durch unser Online-Shop. Damit würden sie uns eher helfen. Das ist ja auch wirklich etwas, was man dann mal in die Gänge bewegen muss am Anfang, die ganze Umstrukturierung, bis es mal in Fahrt kommt. Was hast du da gemacht? Wie bist du da vorangegangen? Also wie gesagt, davor waren wir keine Profis an Lieferung. Wir wussten das nicht und das hat auch viel Zeit gedauert. Jeden Monat, jede Woche, jede Stunde haben wir was Neues gelernt. Wie Früh- und Spätschicht quasi, da ist es immer anders. Wann bestellen die Gäste mehr und das müssen wir erstmal herausfinden und Zeit investieren, beobachten. Und fanden wir auch, dass es einfach sehr viel Zeit und Geld gekostet hat, sich halt auszuprobieren. Und war eine harte Arbeit für uns einfach. Aber wie gesagt, wir sind ja seit 7 Monaten zu. Der zweite Lockdown hat 7 Monate gekostet. Hat dich Dishorder bei der Sache unterstützt in den 7 Monaten? Ja, die waren halt jede Woche da, haben miteinander geredet, Tipps gegeben, wie wir es umstellen können. Und dieses Programm kann man ja jederzeit selbst ändern. Das Menü konnte man innerhalb von ein paar Minuten hochladen, Preise anpassen, Gebiete ändern, erweitern. Und das hat Herr Sören uns einfach sehr viel Stress und Arbeit abgenommen. Sehr schön. Ling, zum Glück, wir sind alle in der guten Lage wieder, dass wir ins Restaurant essen gehen dürfen. Ja? Abgesehen jetzt mal vom Außerhausgeschäft. Die Leute kommen zu dir ins Restaurant, essen eine Pizza, eine Vorspeise, haben ein leckeres Glas Wein, bezahlen. Du schaust am Ende des Abends die Rechnung an. Wie würdest du sagen, hat sich das Konsumverhalten verändert? Da unser Restaurant sehr viele Stammgäste da sind und Gäste, die jetzt sehr gerne wiederkommen. Und die wollen auch uns unterstützen, indem sie halt Gutscheine kaufen oder halt mehr bestellen. So auch Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Das ist ja, was auch gut für uns ist. Die Gäste wissen das auch und deshalb sind sie halt offener und unterstützen uns in dem Sinne, dass sie ein Glas mehr trinken, eine Dessert mehr bestellen. Und das ist auch so eine Art Win-Win-Sache, weil die Gäste freuen sich an einen schönen Abend und damit unterstützen sie uns halt nach dem zweiten Lockdown einfach. Weil war auch sehr, sehr lange Zeit einfach und die Zeit kann man jetzt nicht aufholen einfach, dass man alles in einen Monat, die 7 Monate ergänzen, also und das geht nicht. Und so wollen die Gäste uns halt unterstützen, indem sie mehr bestellen. Zusammengefasst, Stammgäste wichtig, essentiell? Ja, sehr, sehr dankbar an die Stammgäste. In der Pandemiezeit waren sie da, sie haben uns mental unterstützt und alles immer Hallo gesagt, uns bestellt und gefragt, wie es uns geht. Weil das ist ja nicht typisch, dass Gäste fragen, wie geht es euch so. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Stammgäste da waren und uns da unterstützt haben. Und die hatten dann auch im Außerhausgeschäft? Ja, sicherlich, ja. Sie haben es abgeholt oder bestellt. Natürlich bestellen und liefern lassen ist das Einfachste. Aber die Gäste kamen auch zu uns, haben am Fenster bestellt und dann auch selber abgeholt. Also damit wir einfach so einen Kontakt zu Gästen pflegen können. Und das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Und auch als wir aufgemacht haben wieder, dass die Gäste ankamen, alle an den ersten Tag, das war ja gerade ein Freitag und da waren die Gäste, viele Stammgäste am Freitag da gewesen und das hat uns sehr, sehr gut getan und gefreut. Kannst du zum Vergleich Zahlen nennen, wie viel, du hattest gesagt, vorher hattest du so gut wie gar kein Liefergeschäft, ja? Wie hat sich das dann so nach den ersten 1, 2, 3 Monaten entwickelt? Wie viele Bestellungen hattest du am Tag? Also nach dem zweiten Lockdown sind die Bestellungen, glaube ich, um 20 bis 40 Bestellungen am Tag. Und halt in der Lockdown waren es halt viel mehr. Aber wir haben halt auch Gebiete verkürzt, damit wir uns hauptsächlich um das Innengeschäft kümmern. Aber so, dass die Außerhausgeschäft auch sehr gut läuft, so dass die Gäste zufrieden sind und weniger Lieferzeiten einfach, so dass wir pünktlich da sind oder dass wir nur eine halbe Stunde, maximal 40 Minuten brauchen, bis die Sachen ankommen. Und das hat sich jetzt so stagniert einfach, was also auch gut 20 bis 30 Lieferungen nach dem Genau, zweiten Lockdown? 20, 30 Lieferungen
auf den ganzen Tag verteilt, ja. Nach dem Lockdown, nach dem zweiten? Genau, nach dem zweiten Lockdown, ja. Und in der Zeit, wo das Restaurant komplett geschlossen war? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war es viel mehr. Aber nur durch den Lieferservice würden wir halt das nicht schaffen. Wie gesagt, das ist nur ein gutes Nebengeschäft. Also Liefergeschäft ersetzt nicht dein alltägliches Geschäft? Nein, sollte auch nicht sein, weil es kostet sehr viel. Die Köche, der Einpacken, die Fahrer und Strom, Gas. Also es kostet sehr viel einfach. Du hattest ja auch erzählt, es haben alle mitgeholfen, Barkeeper, jegliche Person. Ja, in der Corona-Zeit, also da ist man auch sehr dankbar an seine Mitarbeiter, dass sie in der Lockdown und nach dem Lockdown da immer noch sind. Weil als wir zu hatten, braucht man ja eigentlich keinen Kellner, keinen Barmann. Aber die wurden jetzt alle zum Einpacken oder zum selber ausliefern. Selbst der Koch musste auch ausliefern. Und wir haben alles genutzt, was wir finden konnten. Fahrrad, Moped, Roller, Autos oder zu Fuß laufen, damit wir die Gäste erreichen können. Jeder hat mitgeholfen und so. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ein Team, ne? Ein Team, ja. Wir haben zusammen gelitten und so und zusammen durchgestanden. Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sind noch drin. Gastronomie hat ja offen zum Glück. Was machst du mit dem Außerhausgeschäft? Würdest du jetzt trotzdem weiter sagen, ich gebe Gas, ich baue es aus? Lass es jetzt einfach nebenbei laufen? Was ist dein Plan hierzu? Mein Plan ist auf jeden Fall, dass wir das Liefergeschäft als Nebengeschäft ansehen. Das sollte man auch nicht komplett weglassen. Und natürlich ist unser Hauptgeschäft halt die Gäste, die im Laden sind. Wir sollen nur in gewissem Maße ausbauen, so dass die Küche einfach trotzdem alles, was im Laden ist, gut und frisch zubereiten können. Nicht auf Masse, sondern auf Qualität achten wir. Mhm. Gibt es deiner Meinung nach etwas, worauf jeder Gastronom in der jetzigen Zeit auf jeden Fall beachten und unter keinen Umständen vernachlässigen sollte? Auf jeden Fall auf die loyalen Mitarbeiter dankbar sein, dass sie halt, wie gesagt, in der Pandemiezeit, wie sie reagieren, ob sie zueinander stehen oder nur für sich. Und dafür bin ich halt sehr dankbar auf mein Team. Ich bin sehr froh und glücklich, da wir nach so langer Zeit auch, wie gesagt, Freunde und Familie geworden sind. Darauf sollte man halt Acht geben und halt auf Gesundheit. Das sollte an erster Stelle sein. Perfekt. Tolle Worte zum Abschluss. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr mit dabei wart bei unserem Interview Außerhausgeschäft. Schaut bald wieder rein, abonniert unseren Kanal und bis bald. Ciao.